Wenn alles um mich herum hektisch und laut wird, brauche ich Raum, in dem ich runterkommen kann. In dem Zustand, wo die Geräusche leiser werden, da fängt für mich Kreativität an. Als Fotograf und Art Director gibt es manchmal Tage, an denen ich mich von den ganzen Impressionen und Informationen der Welt überflutet fühle. Und genau dann wird mein Zuhause für mich zu so einem Gegenpol. Ein Ort der Ruhe, aber auch der Raum, in dem ich die Bilder in meinem Kopf viel besser verarbeiten kann und daraus halt dann neue Visionen kreiere. Mein Zuhause ist mehr als nur ein Rückzugsort für mich. Es ist für mich ein Ort, an dem ich zur Ruhe komme, mich erden kann, fokussiert arbeite. Klare Formen, reduzierte Farben und eine gemütliche Atmosphäre, die helfen mir, meinen klaren Kopf zu bewahren. Vor allem, wenn ich kreative Konzepte ausarbeite. Ich liebe es, wenn Räume dazu einladen, es sich gemütlich zu machen. Wenn Texturen beruhigen, aber auch wenn Licht weicher wird. Wenn Dinge ihren Platz haben und alles Sinn ergibt. Als Art Director und Fotograf arbeite ich nicht nur mit Bildern, sondern vor allem auch mit Emotionen. In meinen Fotos erzähle ich super gern Geschichten auf eine reduzierte, warme, aber auch ästhetische Art. Also Geschichten, die bewegen. Meine Wohnung ist dadurch eher wie so ein erweitertes Moodboard. Es inspiriert mich, es gibt mir Struktur, die Wohnung ist warm, persönlich, aber vor allem nicht überladen. Hier entstehen Gedanken oft leise, fast schon irgendwie nebenbei. Und das sind so die kleinen Momente der Intuition, die später den Charakter eines Projekts festlegen. Für die Planung meiner Fotoprojekte brauche ich eigentlich genau das. Eine Umgebung, die mich dabei unterstützt, anstatt mich irgendwie abzulenken oder zu überfordern. Räume, die mich in so einen Tunnel bringen, aus dem heraus neue Ideen entstehen können. Und hier zu Hause habe ich genau diese vertraute Atmosphäre. Hier formt sich irgendwie der größte Teil dessen, was später in meinen Bildern sichtbar wird. Ich fange an, meine Gedanken und Ideen aufzuschreiben und dann passende Moods rauszusuchen, die genau die Emotionen ausdrücken, die ich in dem Projekt widerspiegeln will. Seien es Formen, Farben, Locations, Materialien, aber auch Menschen. Ich bin super viel unterwegs. Neue Städte, neue Menschen, neue Perspektiven. Egal wo auch immer ich gerade bin, überall sammle ich Eindrücke, von Architektur bis zur Natur. Oft bringe ich kleine Erinnerungsstücke mit nach Hause. Objekte, die mich an ein Gefühl erinnern. An ein bestimmtes Lichtspiel, einen Geruch oder einen besonderen Moment. Zwischen meinen Schwarz-Weiß-Analogfotos und den Prints an den Wänden finden diese ganzen kleinen Stücke ihren Platz. Sie verbinden das, was ich draußen erlebe, mit dem, was hier drin bei mir entsteht. Mein Zuhause wird dadurch irgendwie fast zu so einer Art Sammlung meiner ganzen kreativen Wegpunkte. Wie so ein lebendes Archiv eigentlich, das mit jeder Reise wächst und mich immer wieder erkennen lässt, wie sehr Orte und Reisen meine visuelle Sprache beeinflussen. Und wenn ich hier in Ruhe zu Hause sitze, zwischen all diesen Dingen, die ich liebe, zwischen Erinnerung und Inspiration, da entstehen meine Ideen. Kreativität liegt nicht nur in den großen Abenteuern, sondern genau hier, in meinem Zuhause. Hier beginnt alles wieder von vorne. Der Startpunkt für kommende Projekte, Reisen und neue Geschichten.